Hallo, ich begrüße euch heute hier in meinem Zimmer, wo wir schon öfters zusammen waren, zu den verschiedensten Arbeiten, vor allen Dingen wenn ich mit Shellac arbeite und auch als ich an meiner Marqueterie schon gearbeitet habe, bloß da habt ihr halt nur den Arbeitsplatz hier unten gesehen, wie ich in der Nahaufnahme. Es geht weiter, 3D-Darstellung, 3D-Marqueterie herstellen. Ich bin jetzt inzwischen so weit, dass man einen ersten Eindruck bekommen kann, aber ich bin noch lange nicht zufrieden und welche Punkte noch verbessert werden müssen, will ich euch jetzt ganz kurz mal zeigen, damit ihr dann auch mal die Vorher-Nachher-Veränderungen sehen könnt. Übrigens, das wird jetzt hier so meine Ecke sein, in der ich immer mal was zeige, was nicht in der Werkstatt sein muss. Und ja, meine Repräsentationsecke, meine kleine Galerie, da sieht man unten ein paar Schaffenswerke von mir, das Neueste, die meisten kennen es schon. Und ja, das wird hoffentlich in nächster Zeit immer weiter vervollständigt. Und was gibt es Schöneres, als dass ich hier meine neuen Arbeiten auch zeigen kann an so einem Platz. Ja, ihr seht jetzt, ich habe das hier mal aufgestellt, natürlich nur vom Weiten. Seht ihr, was das Cover werden soll, sozusagen vom Buch, der Buchdeckel, und hier die 3D-Marqueterie. Ich fahre jetzt langsam ran, vielleicht wird es dabei ein bisschen wackeln, und dann erkläre ich euch nochmal ein paar Punkte, wenn man das genauer sieht. So. So, hat zwar ein paar Sekunden gedauert, aber ich denke mal, das gehört auch mit dazu, dass man aus der Ferne das dann immer besser in der Nähe sieht. So, ich habe jetzt sozusagen meine Papierfetzen, die sich nach außen umwölben, alle rundherum angebracht und habe helles Furnier in Mittelteil eingefügt, was nachher, ja, wie ich das schon in meinem Einleitungsvideo gesagt habe, die erste Seite, sagen wir mal, im Buch dahinter darstellen soll. Schön hell, und das vermittelt jetzt schon mal einen Eindruck, als wenn man dort reingucken kann in das Loch. Ja, das hier unten, hier ist das Papier einfach weitergerissen, ohne, also natürlich alles in meiner Fantasie, ohne umzustülpen. Und die, ja, ich denke, es vermittelt schon einen räumlichen Eindruck. Aber es muss noch viel besser werden. So, was muss besser werden? Die einzelnen Ecken hier, die sich umwölben, dort ist noch nicht bei jeder ganz so deutlich, dass die sich nach außen biegen. Den Effekt will ich noch verstärken, indem ich hier einzelne Stücken, will ich jetzt nicht noch näher drauf eingehen, aber einzelne kleine Teilstücken werde ich nochmal ersetzen durch neue und hoffen, dass ich es besser hinkriege. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur mal hier oben drauf verweise, in der Ecke, also von hier, von links schräg, irgendwo fällt das Licht ein, dann habe ich in dem Bereich also Schatten, und hier fällt das Licht drauf und das ist hell. Aber die kleine Wölbung unten, die hat ja trotzdem Schatten, und das ist mir hier ganz gut gelungen, und hier ist es eigentlich zu dunkel, hier dieses Teil. Das muss nochmal ausgewechselt werden. Und hier oben sollten die letzten Spitzen noch heller werden. Mal sehen, ob ich es hinkriege, aber so lasse ich es jetzt nicht. Dann kommt als nächstes, das ist also der Schatten, der auf dem Teilstück liegt, was sich im Licht wölbt. Und jetzt kommt noch ganz wichtig der Schlagschatten, der Schattenwurf. Und den haben wir einmal hier am Rand, da habe ich schon was eingefügt. Hier in dem Bereich. Ich denke mal, das haut hin. Der muss nur noch bis hier unten um die Ecke rumgeführt werden. Aber hier üben, dieser Schlagschatten, der ist noch zu kurz ausgefallen. Ich habe das aber absichtlich gemacht, weil den kann ich wieder rausnehmen, das Stück, und kann hier längeren Schlagschatten einfügen. Ja, sodass dann der Eindruck noch realistischer werden sollte. Und hier unten in den Riss mache ich auch noch einen kleinen Schatten rein, so als ob sich eine Teilfläche etwas hochbiegt. Ja,
Das soweit als Einführung, und nun werden wir uns dann gleich mal angucken, wenn ich die ersten Teile hier ausgewechselt habe und die Änderungen vorgenommen habe, ob das wirklich besser geworden ist. Hallo, so, 2 Tage sind inzwischen vergangen und ich habe eine ganze Menge geschafft, und mit dem, was ich bis jetzt erreicht habe, bin ich erstmal ganz zufrieden. Ich zeige das gleich wieder aus der Nähe, damit ich euch mal im Detail die Veränderungen zeigen kann und ihr das zu dem vorher Gesehenen vergleichen könnt. Ob das besser geworden ist, die 3D-Illusion. Dass nämlich hier ein Loch im Deckel ist, durch das man auf die erste Seite des Buches sehen kann. Ich habe auch inzwischen schon einen Text gefunden, den ich hier drauf kopiert habe mit Durchlaufpapier und transparentem Zeichenpapier. Ja, und jetzt bin ich inzwischen schon dabei, den Text auszuschneiden und die Buchstaben mit Furnier einzusetzen. Aber da habe ich mir was vorgenommen. Da erwartet noch eine ganze Menge Arbeit auf mich. Und weil ich aber nicht warten wollte, bis das fertig ist, ich sage euch gleich noch was zum Zeitfaktor, gibt es jetzt schon mal einen ersten Eindruck. Ja, bevor ich das nochmal aus der Nähe zeige und ein paar Erläuterungen gebe, möchte ich noch sagen, dass das jetzt zur Marqueterie erst einmal das Thema abgeschlossen ist. Ihr werdet das Fertige dann auf dem Buch sehen, und der nächste Teil, dann sehen wir uns mal wieder in der Werkstatt, wenn ich nämlich am Körper des Buches baue. Ja, ich hatte es ja schon mal in der Einführung gesagt, im Grunde genommen ist das Innere einfach nur eine Kiste, die allerdings dann durch das schmückende Beiwerk außenrum, ja, dann erst einmal zu dem wird, was es werden soll, wie ich es mir vorstelle. Und da warten noch eine ganze Menge knifflige Sachen auf mich, und da könnt ihr euch drauf freuen. So, jetzt zeige ich das aus der Nähe und gebe noch mal ein paar Erläuterungen dazu. So, ich hoffe, dass ich jetzt eine ordentliche Einstellung gefunden habe. Aus meiner Sicht müsste es ganz gut zu erkennen sein. Ja, ich habe hier verschiedene Teile nochmal ausgewechselt, um das ganze Schattenspiel, was ja erst diese 3D-Illusion erzeugt, noch besser zur Geltung zu bringen. Und habe die Schlagschatten vergrößert, die hier an der Seite zu sehen sind. Ja, habe hier unten in dem Riss noch Schatten eingefügt und jetzt auf das Furnier die Schrift übertragen. Ich habe mir gedacht, ich suche was raus, was ziemlich viele kennen müssen, bin auf Goethe gekommen und auf eine altdeutsche Schrift, nämlich die Deutsche Fraktur. Ja, in der Deutschen Fraktur gibt es verschiedene Ausprägungen, und ich habe mir hier eine gesucht, die nicht ganz so verschnörkelt ist, aber es reicht immer noch zu. Wenn ihr das jetzt euch hier mal anguckt, ja, und hier oben die ersten 2 Buchstaben sind eingefügt, das E und das I, das S ist ausgeschnitten, und ja, pro Buchstabe 30 bis vielleicht sogar 45 Minuten, und 55 Buchstaben sind zu sehen, und da könnt ihr euch ausrechnen, wie lange ich dran arbeiten werde. Und bis jetzt weiß ich noch gar nicht, wie ich die komplizierten Buchstaben mit ganz vielen Schnörkeln, die hier immer noch da sind, machen soll. Wahrscheinlich werde ich jeden Buchstabe noch in kleine Teilbruchstücke zerlegen und dann einsetzen. Es war jedenfalls hier oben schon recht schwierig, und ich bin jetzt erst beim 3. Buchstabe. Ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt erstmal ein Buch weiterzubauen und dann immer mal 1, 2 Buchstaben pro Tag zu machen und meine Technik dort weiter zu verbessern. Vielleicht muss ich auch ganz neue Wege noch ersinnen, wie ich die Buchstaben dort reinbringe. Jedenfalls im Moment zeigt sich als schwierigste Aufgabe von allen. Gut, das soweit. Ich hatte schon angekündigt, in der nächsten Teil geht es dann zum Bau des Buches in die Werkstatt. Bis dann. Halt, hier bin ich nochmal. Bevor ich mich ganz verabschiede, wollte ich ja noch einen ganz kurzen Einblick zeigen, wie
wie ich an dem einen Buchstaben gearbeitet habe. Ich kann da nämlich nicht schneiden, sondern ich muss mit dem Skalpell, mit der Skalpellklinge den Buchstaben ausstechen, die Konturen. Das zeige ich jetzt im Anschluss noch. So, ich habe jetzt mal hier Nahaufnahme und zeige das jetzt nur mal hier, wie ich das machen muss. Denn mit Schneiden ist ja nicht viel los. Ich steche das also jetzt so. Hier vielleicht das Stückchen schneiden mal hier, so.